Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Das Video heute wird nicht allzu viel Gameplay in Bezug hier auf Shakes and Fidget jetzt beinhalten, sondern es geht mehr um das Thema vom World Boss, was da so die Verbesserungsvorschläge von meiner Seite aus sind, was ihr dazu gesagt habt. Ich habe ein bisschen Feedback, was heißt ein bisschen? Ich habe eigentlich alles an Feedback so aufgesaugt, was ich aufsaugen konnte aus der Community. Ich habe meine eigenen Kritikpunkte mit dort einfließen lassen und ja, wollte euch mal einfach teilhaben lassen, damit ihr mal seht, wie das aussieht. Ja, wenn man so, also wenn wir halt eben nah mit Playa zusammenarbeiten und dort halt eben ein fundiertes Feedback auf jeden Fall in Bezug auf den World Boss zurückgeben, damit das halt eben beim nächsten Mal ein bisschen besser bzw. anders läuft auf jeden Fall. Denn das Potenzial ist auf jeden Fall da, aber es muss halt eben für alle auf jeden Fall spielbar gemacht werden. Und ja, ich hatte ja gestern im Video auch schon mal dazu gesagt, beziehungsweise erwähnt gehabt, dass wir als Creator, die dort bei Playa gewesen sind, eben so das Grundfeature an sich so gespielt haben, aber leider halt eben nicht wirklich viel Zeit gewesen ist, um auf die wesentlichen Sachen einzugehen, die ich jetzt hier in den Verbesserungsvorschlägen auf jeden Fall euch auch mal so zeigen werde. Also ich werde das Ganze, so wie ich euch das jetzt zeige und vorlese, werde ich das 1:1 zu Playa schicken. Und vielen lieben Dank auch natürlich für das ganze Feedback, was ihr auch gegeben habt. Das meiste, beziehungsweise ja eigentlich so gut wie alles, was hier drin enthalten ist, ist quasi deckungsgleich mit meiner Meinung. Also ich bin da in vielen Punkten zu 100% eurer Meinung und das muss auf jeden Fall, denke ich, auch so weitergeleitet werden. Also, ich habe mich gestern und heute auch noch ein bisschen hingesetzt, circa 1-2 Stunden ungefähr, und habe wirklich ja, das Feedback vom World Boss ausgewertet und versucht halt eben so auch an Playa weiterzugeben, damit sie halt eben auch verstehen, was zu tun ist beim nächsten Mal. Ja, und da möchte ich euch einfach nur mal so ein bisschen dran teilhaben lassen, denn es ist natürlich vieles nicht ganz richtig gelaufen beim World Boss. Mir hat er trotzdem sehr viel Spaß gemacht, aber man muss halt eben auch an die Leute denken, die zum Beispiel komplett Free-to-Play sind, und ob das für die auch so diesen Spielspaß hatte, wie es zum Beispiel für mich gehabt hat. Das, denke ich, ist in diesem Falle nicht so gewesen. Moin Moin, hier einmal mein gesammeltes Feedback von mir persönlich und meiner Community, was zum größten Teil deckungsgleich ist. Erstens, die Übersicht und das Verständnis. Der World Boss wird in vielen Punkten den Spielern nicht richtig erklärt und angezeigt. Es wird nicht richtig erklärt, wie die meisten Schadenstruhen funktionieren. Viele waren verwirrt, ob es nun der gesamte Schaden ist oder der einmalig höchste Schaden. Das muss besser differenziert werden. Es fehlt das Verständnis für den Spezialangriff. Wie gut ist er? Wie viel Schaden macht er? Kann der Angriff critten? Die Teilnehmertruhen sind unverständlich erklärt. Der Spieler geht nicht von aus, sich in jeder Ebene für einen Angriff zu melden, da dies nicht eindeutig in der Beschreibung erklärt wird. Ja, dass man überall die Ebenen switchen muss, um halt eben überall von einem World Boss bis zu 3 Teilnehmertruhen zu bekommen. Man muss visuell sehen, wann man das letzte Mal angegriffen hat, um zu wissen, ob man die Ebene wechseln kann, sonst muss man sich einen Wecker stellen. Auch wie viel Schaden man selbst am World Boss gemacht hat, wäre schon gut zu wissen auf jeden Fall. Ja, das erstmal so zu der Übersichtlichkeit, beziehungsweise für viele war, glaube ich, auch der World Boss sehr unverständlich erklärt gewesen, auch mit diesen einzelnen Rewards und wie viel Schaden man macht und Schaden letzte Stunde und ne, Meisterschaden und ne, das ist alles ziemlich, ja, es ist da, man kann es rausfinden, aber es wird nie ein 0815-Spieler verstehen, auf jeden Fall. Dann kommen wir zum wichtigsten Part, und zwar dem Balancing der Kosten und den RNG-Faktor. Viele Spieler bemängeln das Feature als zu hart Pay-to-Win. Der größte Kritikpunkt ist, dass man nach den ersten 5 Verbesserungen beim Katapult trotzdem neben den Katalysatoren Pilze bezahlen muss. Die letzten Verbesserungen sollten auch mit Katalysatoren bezahlbar sein, ohne Pilze oder dafür die anderen Ressourcen drastisch anziehen oder die Pilzkosten enorm stark senken. Auf jeden Fall müssten die späteren Upgrades definitiv bezahlbarer gemacht werden.
Viele Free-to-Play-Spieler können nicht regelmäßig am Event teilnehmen, da ihnen dafür oftmals die Banner fehlen. Es muss mehr für alle Spielergruppen erreichbar sein, sodass zumindest jeder mitspielen kann. Dafür muss mehr in die Free-to-Play-Spielerrichtung gedacht werden. Hierfür wäre eine Beschleunigung der Banner empfehlenswert, dafür gibt es verschiedene Lösungen. Entweder senkt man die Bannerproduktion von 2 Stunden auf 1 Stunde pro Banner oder man erhöht den Wert der Banner indirekt, indem das Katapult anstatt auf 8 Stunden auf 12 Stunden hochgesetzt wird. Das hat den positiven Effekt, dass dem Event etwas Schnelligkeit entzogen wird. Ja, also der zweite Punkt vor allen Dingen. Der zweite Punkt hat halt eben den Vorteil, weil viele halt eben auch kritisiert haben, dass man kaum irgendwie dazu kommt zu schlafen oder so, weil man halt eben die ganze Zeit versucht, das Beste hier rauszuholen, und da muss man halt eben öfter sich in der Nacht einloggen auf jeden Fall. Und ja, die Katapultdauer würde dem Ganzen auf jeden Fall schon ein bisschen entgegenwirken. Leider erweckt es in einer größeren Spielergruppe den Eindruck von einem gierigen Feature, was auf maximale Gewinnorientierung ausgelegt ist. Also das ist alles, ne? Also das hab ich mir nirgendwo hergeholt, sondern das ist jetzt alles auch meine Meinung natürlich auch, ne? Und das, was ich auch so innerhalb der Community gehört habe. Der Spieler versteht, dass Updates Geld bringen müssen, um die Kosten zu decken, bekommt aber das Gefühl, dass es eine Ecke zu viel gewollt ist mit den Pilzkosten. Hier würde ich anmerken, bei einem nächsten Meeting mehr Zeit für neue Updates einzuplanen und viel mehr ins Detail zu gehen, was das Balancing und die Pilzkosten angeht. Die 1-2 Stunden, die wir Creator vorher hatten, das Feature auf einem fiktiven Server mit Testaccounts zu testen oder testen konnten, reichte leider nicht für solch wichtige Sachen. Die Zeit hat gerade so gereicht, um ein grobes Grundverständnis für das Event zu bekommen. Das müssen wir beim nächsten Mal besser machen. Ja. Das auf jeden Fall nochmal dazu, weil wie gesagt, die Zeit, die wir dort verbracht haben, man musste sich mal erstmal überhaupt in das Event reinfuchsen, gucken, wie das alles funktioniert, was es alles gibt und so. Ne, und danach war dann aber auch schon die Zeit vorbei, mehr oder weniger. Genau, der RNG-Faktor in dem Event ist an vielen Stellen zu groß. Bei der Kampfauswertung ist es ja in Ordnung, dass die Todesstoßtruhen random an jemanden verteilt wird, damit jeder mal die Chance auf eine Truhe bekommt, gegeben ist. Bei der Schadenstruhe wäre es aber schon okay, denjenigen zu belohnen, der auch am meisten Damage gebündelt gemacht hat gegen den Boss, also gegen den World Boss. Ne? Hier ist es auch wieder irreführend für die Spieler zu unterscheiden, wer Top 10 Damage die letzte Stunde gemacht hat, im Vergleich zu der Kampfauswertung, die einen anderen Reward für andere Leistungen hat. Thema einmalig höchster Schaden und gebündelter Schaden, weil es halt eben ein Unterschied ist zwischen die Top 10 der Etage, wer jetzt in der letzten Stunde am meisten Schaden gemacht hat, und der Kampfauswertung, wer die meiste Schadenstruhe hat. Es sind 2 verschiedene Arten. Einmal ist dort der gebündelte Schaden zu sehen und einmal kriegt man aber den Reward für den einmalig höchsten Schaden. Und das muss halt definitiv auch übersichtlicher gestaltet werden natürlich. Ne? Aufwand für den World Boss. Hierfür muss man 2 Spielergruppen betrachten. Ja, das ist relativ wichtig, weil es wurde halt wie gesagt bemängelt, dass das Event auch ziemlich aufwendig ist. So. Auf der einen Seite wird bemängelt, dass das Event zu langweilig ist von der Community, auf der anderen Seite ist es zu aufwendig auch. Ne? Also es ist eventuell sogar beides. Es ist eventuell langweilig gestaltet, plus man muss zu viel tun. Ja. Hierfür muss man 2 Spielergruppen betrachten. Spieler, die einen Account haben und Spieler, die mehrere Accounts haben. Das Feedback von der ersten Spielergruppe ist positiv, was den Aufwand angeht. Also die Leute, was ich gehört hatte, die einen Account haben, die finden das in Ordnung, so wie es ist, vom Aufwand her. Und die zweite Gruppe mit mehreren Accounts hat geäußert, dass es zu viel Aufwand ist, auf mehreren Accounts aktiv zu spielen. Da man neben dem Katapult und der Meldezeit auch die verschiedenen Ebenen auf verschiedenen Welten im Blick haben muss für die Teilnehmertruhen. Man muss immer schauen, wie viel Leben gerade der Boss hat, und das kann stressig sein, gerade wenn man mit 70-30 Upgrades arbeiten will. Dies ist natürlich schwierig zu fixen, da man es nicht jeder Spielergruppe recht machen kann, aber erhöhte Katapultdauer und Anmeldezeit in Kombination mit Anzeigen, ob man die Teilnehmertruhe bekommen hat, kann da schon helfen. Finde ich persönlich so. Ne? Also es kann auf jeden Fall definitiv ein bisschen entschleunigen auch. Dann die Rewards und Belohnungen.
die wurden im größten Teil eigentlich positiv aufgefasst. Ich muss auch sagen, es gab eine Menge Belohnung. Ja, aber kommen wir erstmal dazu. Von der Anzahl an Gold und Ressourcen habe ich bisher eigentlich nur positives Feedback gehört. Es müssten nur etwas mehr Spieler in den Genuss kommen, ohne höhere vierstellige Pilzbeträge dafür auszugeben, auch dementsprechend Rewards zu bekommen. Es wurde bemängelt, dass der Rahmen nur zeitlich begrenzt ist. Besser wäre es gewesen, diesen dauerhaft zu machen und beim nächsten World Boss einen neuen Rahmen zu bringen. Die Rewards sind ansonsten okay. Viele Spieler sagen, dass sie das meiste Free-to-Play bekommen haben vom Event durch die Teilnehmertruhen und die Endbelohnungen. Die Kriegsbeute ist das Pay-to-Win-Feature, um an Gold zu kommen. Ne? Also, das muss man dazu sagen. Also, wenn man jetzt die Abschlussbelohnung nimmt hier von dem Event, so, ne, das ist ja relativ viel Gold, was man hier bekommt, je nachdem, welche Platzierung man hat. Plus halt eben diese täglichen Abschlussbelohnungen um 0 Uhr, Teilnehmertruhe, Todesstoß, Meisterschaden und so. Ne? Das sind natürlich Sachen, da hat man, wenn man es gut gemacht hat, täglich bis zu 1,52 Milliarden Gold bekommen. Und das auch Free-to-Play, weil man einfach nur die Ebenen die ganze Zeit hin und her geswitcht ist. So. Da muss man nicht mal aktiv viel Schaden machen, sondern einfach nur jeweils immer diese Teilnehmertruhen gefarmt haben. 3 Stück pro World Boss, da kommt einiges zusammen pro Tag. Und da sagen die meisten, haben da vom Event dadurch halt eben das Gold gemacht. Das Kriegsgold beziehungsweise die Kriegsbeute ist halt eben das Pay-to-Win-Feature, je nachdem wie viel Schaden man gemacht hat, desto mehr Schaden bekommt man auch. Und das ist aber auch in Ordnung so, dass die Leute, die dort sehr viel Geld ausgeben, auch dementsprechend mehr Gold bekommen. Das ist vollkommen fein, was auch nicht wenig ist. Man hat auch pro Stunde, also ich hatte auch pro Stunde zwischen 100, 200, ich glaube sogar manchmal 220 Millionen Gold pro Stunde gemacht dadurch, was auch enorm viel ist, aber ich habe auch enorm viel ausgegeben, das muss man auch dazu sagen. Genau, also das finde ich okay. Ansonsten die Rewards sind auch für Free-to-Play-Spieler, also für die Leute, die gar keinen Cent ausgegeben haben, die haben trotzdem Milliarden an Gold bekommen und halt eben auch massig Ressourcen. Genau. Ansonsten ist mir noch aufgefallen, dass man in Zugzwang gerät, weil andere Spieler ihre Kriegsbeute nicht abholen und dadurch bis zum Schluss ihre wahre Platzierung verheimlichen können. Dadurch können die Top-Spieler nicht abwägen, ob sie sicher sind oder noch weiter reinpilzen müssen bis zum Ende des Events. Ja, ist mir halt aufgefallen, mir persönlich, ich wollte mich halt in den Top 3 halten so und ja, habe gesehen, dass zum Beispiel Botzer ganz, ganz lange Zeit auch und Seth glaube ich auch ihre Medaillen nicht genommen haben und das hat mich indirekt unter Druck gesetzt, weiter reinzupilzen, weil ich nicht wollte, dass sie halt eben ihre Medaillen aufsparen und ich dann am Ende nachher noch irgendwie die Arschkarte ziehe und aus den Top 3 rauskomme. So, das hat mich indirekt reingebaitet. Ja, das kann spannend sein, aber es ist auch auf der anderen Seite ein bisschen nervig. Genau, dann zum nächsten Punkt, die Startzeit und Dauer des World Bosses. Das Event startet Donnerstag 16 Uhr. Die Spieler sagten, es wäre besser am Freitag zu starten, da gerade der Start des World Bosses zeitaufwendiger ist, da schneller die Bosse durchrotieren und viele dann erst Wochenende haben und dafür das Event bis Montag geht, wo nicht mehr so viel zu tun ist. Ja, also dass das Event am Freitag dann startet, wenn mehr Leute halt eben schon Zeit haben, als eben so mehr oder weniger mitten in der Woche und gerade am Anfang hat man halt wie gesagt viel zu tun. Ich fragte auch die Spieler, ob sie 4 oder 3 Tage bevorzugen. Die Antwort war im Kollektiv 3 Tage, wenn der Aufwand so bleibt. Ja, also dass das von, was weiß ich, Freitag, Samstag, Sonntag geht. Ansonsten sind 4 Tage in Ordnung, wenn das Event nicht so einen großen Aufwand verursacht. Da sprechen wahrscheinlich Spieler mit mehreren Accounts wieder. Ja, das auf jeden Fall dazu. Dann der 6. Punkt, die optische Darstellung. Hierfür würde ich zuerst auf das Feedback von Gorgos hinweisen. Ja, vielleicht erklärt er nochmal, wie er sich das vorstellt. Der hat da tolle Ansätze. Gorgos hatte mir im Livestream geschrieben gehabt, wie er so einen World Boss auch gestalten würde, weil viele Spieler sich halt eben auch ein bisschen vielleicht auch optisch was anderes unter dem World Boss vorgestellt haben. Deswegen haben sie das Event vielleicht auch so ein bisschen als langweilig empfunden, beziehungsweise eintönig und monoton, aber da kommen wir auch gleich nochmal zu. Ne? In Kombination dadurch, dass es auch so aufwendig ist, hat das vielleicht viele Spieler auch genervt einfach. Dann kommen noch die hohen Pilzkosten dazu und das Event ist dann eben nicht so gut angekommen dadurch dann. Ja?
Die Spieler haben es sich optisch etwas epischer vorgestellt. Vielleicht ist es technisch und servermäßig umsetzbar, ein paar kleine Animationen mehr hinzuzufügen. Spieler meinten, sie fanden das ganze Event etwas monoton und eintönig. Es konnte sie nicht ganz fesseln. Beispielsweise, wenn der Boss angreift, stirbt oder wenn man selbst angreift. Hier kann man das Ganze optisch verarbeiten, was wir oben angesprochen haben, um den Spieler zu informieren, wann er angreift. Ja? Also wenn man selbst angegriffen hat für die Teilnehmertruhen, kann man das ja auch optisch hervorheben durch eine kleine Animation einfach. Ja? Neben dem Fakt, dass man jetzt halt eben angegriffen hat. Ja, das wäre so eine Kleinigkeit auf jeden Fall. Dann kommen wir zum 7., die Bugs. Ja, hier gehe ich nicht allzu lange drauf ein, da Bugs einfach nicht passieren sollten und das selbstverständlich angepasst werden muss. Ne, also das ist ja frei von Meinung, ist ja klar, dass Bugs nicht ins Spiel gehören. So. Gerade am letzten Tag beschwerten sich viele Spieler, dass sie ihre Rewards nicht oder nur zur Hälfte bekommen, sei es Gold oder Rahmen, was der Community zu dem ohnehin schon in Kritik geratenen Event nochmal den Rest gegeben hat. Ja, auch zwischendurch beschwerten sich Leute, dass sie ihre Tagesbelohnung nicht bekamen, wie Todesstoß oder Meisterschadenstruhe. Ja. Okay, dann kommen wir zum Fazit. Der World Boss hat Potenzial und kommt vom Grundprinzip her gut an. Er muss nur an einigen Stellen noch überarbeitet werden, damit mehr Spieler das Gefühl bekommen, auch Teil dieses Events zu sein und sich auf den nächsten World Boss freuen. Siehe Umfrage. Ja, ich habe hier die Umfrage, die ich gestern erstellt habe, mit angeheftet. Danke auf jeden Fall auch für die Teilnahme hier an der Stelle. Das untermalt das Ganze natürlich dann nochmal. Ne? Dieses Gefühl habe ich momentan noch nicht, dass sich die Community auf den nächsten World Boss freut, aber mit einigen Überarbeitungen kann ich mir vorstellen, dieses Feature öfter im Jahr in Shakes & Fidget zu sehen. Eines der Hauptkritikpunkte sind aber die Kosten. Wenn die Spieler das Gefühl bekommen, nicht richtig am Event zu partizipieren, wird es beim nächsten Mal nicht besser laufen. Ja? Dann habe ich nochmal die englische Version hier unten und ja, genau, deswegen so werde ich das 1:1 zu Playa schicken. Ja, das ist zu 100% meine Meinung und zu 100% natürlich auch euer Feedback und eure Meinung dazu. Ne? Deswegen ja, bin ich da auf jeden Fall deckungsgleich mit euch und ja, nur, dass ihr mal so seht, was ich mir so an Gedanken dazu gemacht habe und halt eben euer Feedback auch dazu gegeben habe. Und ja, so werde ich das jetzt auch gleich sofort rüberschicken und dann hoffe ich mal, dass das Ganze auch so wahrgenommen wird. Ich bin nicht der Einzige, viele andere Leute haben auch schon ihr Feedback dazu gegeben und ich denke mal, dass das Ganze auch seitens Playa auch nochmal irgendwie kommuniziert wird. Ne? Aber das auf jeden Fall dazu. Wie gesagt, heute sehr theoretische Folge, aber muss halt auch mal sein und ich denke, ja, dass wir damit hoffentlich dann ein wenig Verbesserung beim nächsten World Boss dann sehen dürfen. Ansonsten will ich euch gar nicht großartig weiter aufhalten. Falls ihr noch weitere Verbesserungsvorschläge habt oder falls ihr mit irgendwas nicht d'accord seid, was ich jetzt hier genannt hatte, was mich verwundern würde, weil das Feedback kommt eigentlich von euch, ja, dann lasst es mich sehr gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten war es das soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag, einen guten Start in die Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.